Hast du alles erreicht, was du auf dem FEC erreichen wolltest? Nein. Ich laufe mit Bloody Äxten rum, Gerker. Reicht das nicht? Wenn man es ganz konkret nimmt, habe ich überhaupt keine Ziele. Ich habe nie gesagt, was ich erreichen will. Ich spiele so oder so bis zum Ende. Ich bin ja kein Fake-Fleifer, der nur alle paar Monate mal wieder spielt. Spielt für mich eigentlich keine wirkliche Rolle. Selbst wenn ich mit Bloody Äxten den FEC beenden würde, wäre das grundsätzlich auch egal. Aber natürlich will ich jetzt nicht mit Bloody Äxten den FEC beenden, aber es endet so, wie es enden wird, will ich damit sagen. Also ich spiele so oder so bis zum Ende. Das, was ich dann habe, habe ich. So ist eigentlich so ist der Plan. Aber es wäre natürlich schon... Ja, also wie gesagt, es ist natürlich nicht der Plan mit Bloody Äxten. Auch wenn ich keinen konkreten Plan gefasst hatte, ist es auch nicht der Plan mit Bloody Äxten runterzugehen. Aber grundsätzlich ist mir das eigentlich echt nicht so wichtig. Wenn man einfach immer durchzieht und nicht immer wieder aufhört zu spielen, dann erreicht man langfristig immer das, was man will in FLive. Ohne große Probleme. Also wenn ich mir jetzt irgendein konkretes Ziel vornehmen würde und auch wirklich jeden Tag dann darauf hinarbeiten würde, im schlimmsten Fall, und wenn es so sein muss, dann halt ein ganzes Jahr. Es müsste schon ein bombastisches Ziel sein, dass ich dafür ein Jahr bräuchte. Aber wenn es so wäre, dann wäre es trotzdem möglich, weil du eigentlich alles dir grinden kannst. Also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich würde jetzt einen Roika-Stuff Ultimate plus 10 gerne haben. Warum auch immer. Zu meinem Herne-Stuff Ulti plus 10. Ja, ich meine, klar, kann ich mir jetzt nicht aus dem Arsch ziehen. Also muss natürlich schon irgendwo die Kohle dafür auftreiben. Aber das würde auf jeden Fall kein Jahr dauern. Wenn du jeden Tag nur darauf hinarbeitest. Ich meine, schwer zu sagen, wie lange sowas dauert. Hängt ja dann auch ein bisschen vom Upgrade-Glück und anderen Dingen ab. Aber ist alles easy machbar, wenn man einfach dran bleibt. Also es gibt halt nichts, was du jetzt sagen könntest, also außer natürlich sowas wie Battle Pass oder Couple Housing, Sachen, die halt wirklich nur mit Echtgeld möglich sind. Gäbe es nichts, was du jetzt hier nicht irgendwie erreichen könntest. Das ist ja immer nur eine Frage, wie lange wirst du dafür brauchen oder wie lange dauert's. Und was bei mir halt ins Gewicht fällt, ist halt, ich verkaufe halt so gut wie nie Sachen. Also von meinem Equipment auf Bodeng, ich habe noch alles eigentlich. Ich habe mein erstes Ranger-Set habe ich noch. Ich habe noch meinen LG-Bow von 2022 und so. Ich verkaufe halt meinen Scheiß dann halt nicht. Was eigentlich dumm ist, weil es wird immer weniger wert an sich. Wobei es nicht stimmt. Jetzt werden manche Sachen auch wieder teurer, weil im Low-Level gibt es ja manchmal echt Mangel an Items. Wie Brock immer gerne beobachtet. Manchmal werden solche Sachen, also erstmal werden sie nur günstiger, bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn es dann nicht mehr genug von den Dingen gibt, Tight Set, Race Set, gut, Race Set vielleicht nicht, aber AG Bow, Bloody Bows, irgendwann gibt es halt einfach keine mehr auf dem Markt, weil niemand upgradet sie mehr. Dann kann es auch wieder ein bisschen teurer werden. Aber das ist natürlich nicht die Intention. Die Intention ist einfach, dass ich mein altes Equipment, keine Ahnung, ich denke mir immer, vielleicht brauche ich es irgendwann nochmal für ein Video oder so. Und dann denke ich mir halt, okay, was habe ich ausgegeben? Oder was hat es mich gekostet? Ausgegeben habe ich oft nichts, weil ich es ja mit seriengebundenen Products meistens upgrade, mein Zeug. Aber was ist der ungefähre Wert, der drin steckt? Und wenn ich mir dann angucke, was mir jemand geben würde, zum Beispiel, ich habe 3,5 Milliarden in Products reingebuttert und dann zahlt mir jemand 800 Mio oder so. Ja, dann kann ich mir die 800 Mio auch in die Haare schmieren, dann behalte ich es lieber. Ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Oder jetzt auch zukünftig, mal angenommen, es käme jetzt eine neue Waffe mit Waterbomb raus. Und mein Herne-Stuff, in dem Billionen gefühlt stecken. Gefühlt. Also wirklich unendlich viele F-Coin und so. Und Peñas.
Ich weiß nicht, was er jetzt wert wäre, ist aber egal. Nehmen wir einfach einen fiktiven Betrag von 10 Milliarden. Was offensichtlich zu wenig ist, aber einfach fiktiver Betrag, 10 Milliarden. Und jetzt würde das gleiche Item rauskommen, einfach in besser für Level 190 oder so. Einfach 1:1 wie Hannestuff, nur sieht cooler aus. Bessere Werte, mehr Waterbomb oder so. Oder einfach auch Waterbomb würde ja schon reichen. Alle Werte besser und auch Waterbomb würde schon reichen. Und mal angenommen, was würde jetzt passieren? Dann würde ja diese 10 Milliarden, das würde instant crashen. Natürlich jetzt nicht auf einem, also nicht auf 10% oder so. Aber es würde instant der Wert sinken, weil es einfach das gleiche Item nochmal gibt in besser. Und logischerweise plötzlich dieses alte Item nicht irrelevant wird, weil du brauchst ja immer noch den Hannestuff, um dann hochzuleveln oder bis zu 190 oder was auch immer das dann wäre, müsstest du ja immer noch hochkommen. Und ich meine, dafür brauchst du immer noch einen Hannestuff. Aber es wäre halt nicht mehr das Nonplusultra, es wäre nicht mehr Best in Slot. Und ich schätze mal, es würde wahrscheinlich an dem Tag, wo es angekündigt wird, wahrscheinlich noch nicht, aber an dem Tag, wo es dann tatsächlich released wird, das Update, also bis zum Release hättest du wahrscheinlich Zeit, deinen Scheiß noch zu verkaufen. Und ab dem Release-Tag, weil so ein Update kommt ja eh nicht während dem FEC, das kommt ja außerhalb vom FEC, das heißt auf Burodeng, wo dann alle 180 plus sind und alle auch Herneswaffen haben, also eine Herneswaffe auch nichts mehr Besonderes ist. Und dann an dem Tag, da kannst du sicher sein, 20, 30, schlimmstenfalls sogar 50% weniger kriegst du dann vielleicht noch. Ich meine, 50 eher nicht, weil es sind ja immer noch extrem gute Items. Also bei so extrem guten Items, wenn sie wirklich noch ziemlich aktuell sind, ist es nicht ganz so schlimm. Wie wenn du es wirklich, also wenn du den Hernestuff jetzt 10 Jahre rumliegen lässt, dann ist er wahrscheinlich nichts mehr wert oder nur noch sehr wenig. Weil in 10 Jahren wird er jetzt wahrscheinlich keine allzu große Relevanz mehr haben. Aber theoretisch, sobald was Besseres kommt, verliert es extrem an Wert. Und dann habe ich immer den Gedanken, wo ich mich dann einfach frage, bringt mir jetzt dieses bisschen was, ein Bruchteil von dem, was es eigentlich wert sein müsste oder sollte, oder was ich reingesteckt habe, bringt es mir jetzt wirklich was, diesen Baby-Futzel zurückzubekommen? Diesen Tropfen auf dem heißen Stein im Endeffekt? Oder behalte ich es nicht lieber, falls ich es doch nochmal selber brauche? Und meistens entscheide ich mich dann dafür. Erst nur bei Items, die ich wirklich nur zum Zweck genutzt habe. Zum Beispiel jetzt auf dem FEC. Ich meine, was will ich mit accountgebundenen Bloody Äxten auf Burodeng? Ich habe auf Burodeng schon Bloody Äxte, die sind nicht gebunden und beide plus 10. Also sowas natürlich nicht. Also ich hebe nicht alles auf. Aber wenn ich jetzt einen Charakter ausgerüstet habe und den so spiele und dann wird sein Equipment einfach immer weniger wert, weil neues Equipment released wird und ich nutze das Equipment aber praktisch jeden Tag, bis ich dann selber was Besseres habe und dann ist der Wert aber schon längst verfallen, dann verkaufe ich es dann auch nicht mehr. Meistens. Ich meine, zugegebenermaßen hatte ich noch nicht so ein wertvolles Item wie den Staff of Hernes oder auch jetzt Ultimate Schmuck plus 7 und sowas oder plus 8 sogar, hat mein Elle hier. Sowas hatte ich noch nie. Also, oder so heftig teure Items gab es noch nie. Die gibt es erst seit kürzerer Zeit. Davor war es ja Ulti plus 5, was ja nochmal deutlich günstiger und leichter zu bekommen ist. Deswegen kann ich es da noch nicht hundertprozentig sagen, wie ich es da vielleicht machen würde, wenn jetzt wirklich eine neue Waterbomb-Waffe kommen würde zum Beispiel. Oder auch neuer Schmuck oder so. Aber ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich würde ich es einfach wieder auch so machen. Kommt halt immer drauf an, wie viel ist es dann wirklich noch wert, wie viel würde dir wirklich jemand zahlen und hast du wirklich noch einen Nutzen dafür in dem Moment oder sagst du, weg mit dem Schmutz. Der Hauptvorteil ist halt jetzt mit dem FEC-System, das gab es ja auch noch nicht immer und es war auch nie klar, dass das wirklich jedes Jahr kommt. Ich meine, mittlerweile ist es ziemlich klar, okay, es wird jetzt einfach jedes Jahr kommen. Es ist schon das 4. Jahr in Folge, es wird kein Jahr mehr ohne FEC geben, so. Jetzt ist es natürlich auch anders, weil dann kannst du sagen, naja, wirst du jemals wieder einen neuen Char auf Burodeng spielen? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber wenn du wirklich Lust auf einen neuen Char hast, dann machst du ihn auf dem nächsten FEC-Server. Dieser Aspekt, vielleicht brauche ich es mal noch für einen anderen Char oder sowas, der ist mittlerweile eigentlich weggefallen. Also der war damals noch relevant bei meinem Ranger und so, als ich das Equipment von dem aufgehoben habe, statt es zu verkaufen. Mittlerweile kann man sagen,
Das wird halt einfach nicht passieren. Und ich werde wahrscheinlich nie wieder einen neuen Schafbroding machen. Unwahrscheinlich. Oder zumindest keinen ernsthaften, wenn dann nur für irgendein Video oder so. Aber nichts, ja, nichts Ernsthaftes. Wahrscheinlich.